Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland berichten, die ich interessant finde. Hoffentlich interessiert euch das Leben in Russland auch, allgemein gesehen. Und wenn es wirklich so der Fall ist, bleibt bitte dran. Los geht's. Rentner in Russland. In Russland gibt es über 40 Millionen Rentner. Laut den neuesten Zahlen des russischen Fonds für Renten- und Sozialversicherung waren zum 1. Juli 2025 insgesamt 40.811.900 Personen registriert. Zum Jahresbeginn lag diese Zahl sogar noch höher, bei fast 41,2 Millionen. Ein bemerkenswerter Punkt. Mehr als 7,6 Millionen Rentner sind weiterhin berufstätig. Außerdem erhalten rund 2,3 Millionen Menschen eine Invalidenrente und etwa 1,45 Millionen eine Hinterbliebenenrente. Und wie sieht es mit der Höhe der Zahlungen aus? Im Juni 2025 bekamen nicht berufstätige Rentner im Schnitt 23.999 Rubel, während berufstätige Rentner durchschnittlich 21.115 Rubel erhielten. Der Unterschied beträgt also knapp 2.800 Rubel zugunsten der Nicht-Berufstätigen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Renten gestiegen. Bei berufstätigen Rentnern um 3.300 Rubel, bei Nicht-Berufstätigen um 2.300 Rubel. Scheidung in Russland. In der russischen Staatsduma wurde ein Vorschlag eingebracht, Menschen, die sich scheiden lassen wollen, psychologische Unterstützung anzubieten. Die Abgeordneten Ksenia Goryatschowa und Georgi Arapow haben sich dazu mit einem Schreiben an Justizminister gewandt. In ihrem Appell heißt es, viele Familien befinden sich in schwierigen Situationen, die nicht immer unlösbar seien. Daher schlagen die Abgeordneten vor, jedem Scheidungswilligen soll ein Psychologe zur Seite gestellt werden. Die Kosten für diese Hilfe sollen zu 90% vom Staat übernommen werden. Außerdem solle die Bevölkerung aktiv über diese Möglichkeit informiert werden. Russland belegt derzeit weltweit Platz 3 bei der Zahl der Scheidungen. Auf 10 Eheschließungen kommen 8 Scheidungen. Doch, so betonen die Abgeordneten, nicht alle Konflikte in der Ehe sind endgültig. Mit professioneller Unterstützung lassen sich viele noch lösen. Friedensplan. Ein mögliches Abkommen zwischen Russland und den USA ist nicht ausgeschlossen. Das erklärte Alexei Tschepa, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der Staatsduma. Er äußerte sich zu den möglichen Ergebnissen des Moskau-Besuchs von Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump. Zuvor hatte die New York Post berichtet, dass die USA möglicherweise keine Sanktionen gegen Russland verhängen werden, nachdem ein Ultimatum abgelaufen ist. Laut einer Quelle strebt die Trump-Administration aktiv ein Abkommen an. Dieser Weg erscheint für Washington als der bevorzugte. Ein Zitat von Tschepa. Ein Deal ist möglich. Ich denke, nach dem heutigen Treffen mit Witkoff wird vieles klarer. Es gibt mehrere Themen, bei denen wir ein gegenseitiges Interesse haben können, etwa in der Arktis und darüber hinaus. Gleichzeitig betonte er, dass ein plötzlicher Stopp der Kampfhandlungen in der Ukraine keine Lösung für den Konflikt sei. Ich möchte noch einmal betonen, das ist meine persönliche Meinung, dass ein Waffenstillstand klare Bedingungen voraussetzen muss. Ein einfaches Einstellen der Kampfhandlungen ohne Vereinbarungen würde zu noch mehr Verlusten führen und die Lage weiter verkomplizieren. Heute ist es wichtig, eine Einigung mit der Ukraine anzustreben, sagte der Abgeordnete. Mückenvirus in Asien. In Russland bestehen zwar Risiken für die Einschleppung des Chikungunya-Fiebers,
das kürzlich in einer chinesischen Provinz ausgebrochen ist. Doch bislang wurde kein einziger Fall innerhalb Russlands registriert. Die Lage wird von Fachleuten der russischen Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadzor aufmerksam beobachtet. Das Chikungunya-Fieber ist eine virale Infektion, die durch blutsaugende Insekten, meist Mücken, übertragen wird. Von Mensch zu Mensch wird das Virus nicht weitergegeben, betonen die Experten. An den Grenzen kommt das System Perimeter zum Einsatz. Es dient dazu, Reisende mit möglichen Krankheitssymptomen zu identifizieren. Außerdem wurden eigene russische Testsysteme entwickelt, um eine schnelle Diagnose zu ermöglichen. Die Behörden überwachen regelmäßig die Verbreitung der Mückenarten, die das Virus übertragen können. Aktuell besteht keine epidemiologische Gefahr, aber Reisende in Länder, in denen das Chikungunya-Fieber endemisch ist, wird geraten, sich wirksam vor Mückenstichen zu schützen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos bis zum Ende. Hoffentlich hat es euch gut gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute so im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.